Wir sind heute wieder mit Außendiensttechnikern des Telekom-Service unterwegs. Ein zweites Mal begleiten wir sie in den Flutgebieten, wie sie von Haus zu Haus gehen. Heute sind wir mit Jannik und Tobias in Euskirchen und schauen, wie wir den Kunden vor Ort weiterhelfen können. Warum wir ein zweites Mal dabei sind? Uns interessieren die Erfahrungen der Kollegen. Das Feedback der Kunden ist positiv. Oft kann geholfen werden. Die Telekom hat die Zahl der Mitarbeiter, die in den Straßen unterwegs sind, nochmals erhöht. Unsere Techniker klingeln in ausgewählten Straßen an jeder Haustür, ohne dass die Kunden zuvor einen Auftrag erteilt haben. Unsere Servicetechniker helfen auch Betroffenen, die nicht Kunden der Telekom sind, sondern ihren Festnetzanschluss über einen Mitbewerber gebucht haben. Tobias, wer wählt denn die Straßenzüge und die Häuser aus, die ihr euch anschaut? Wir haben Listen mit betroffenen Straßen, die gleichen wir mit der offiziellen Hochwasserkarte ab. Anhand der Karte sehen wir halt, wo das Hochwasser primär langgeflossen ist. Ja, dann suchen wir uns die Straßen raus, messen aus der Ferne schon einmal rein, um einen groben Überblick zu haben und fahren dann die betroffenen Straßen an und prüfen. Wir sind hier gerade in Euskirchen. Wie viele Kollegen seid ihr hier in Euskirchen, die hier durch die Straßen laufen? In Euskirchen sind wir aktuell 8 Kollegen, die aktiv unterwegs sind, um die Anschlüsse zu überprüfen und Rückmeldungen an Tiefbau zu geben und alles weitere in die Wege leiten. Mehr als 100 Servicetechniker sind momentan in den Flutgebieten unterwegs, wie mir Jannik und Tobias erzählten. Sie kommen aus ganz Deutschland und haben sich freiwillig gemeldet, um für mehrere Wochen zu helfen. Tobias und Jannik kommen aus Kiel. Auch Techniker aus dem Osten und dem Süden helfen bei ihren Kollegen im Westen aus, Tag für Tag. 15 bis 25 Wohnungen bzw. Häuser schafft ein Team im Schnitt an einem Tag. Sie messen die Leitungen hinein in die Häuser, tauschen Anschlussdosen, die im Wasser standen. Sie verlegen provisorische Leitungen hinauf in die Wohnräume und tauschen defekte Router aus. Und immer wieder erklären sie, was, warum vielleicht doch nicht geht. Ja, Jannik, kannst du mir mal erklären, was habt ihr jetzt hier im Haus ausrichten können? Also, wir haben als allererstes uns erstmal den Kasten unten im Keller angeguckt, wie sehr der vom Hochwasser betroffen war. Dann haben wir den ausgewechselt und haben danach festgestellt, dass der Anschluss leider noch nicht betriebsbereit ist, weil durch die Messung, welche von dem Kasten draußen an der Straße mit Hilfe eines Messchips durchgeführt wird, durch dieser Messchip misst die Galvanik der Leitung. Das bedeutet, da wird geguckt, wie das Signal durch das Kabel verläuft, ob da irgendwelche Berührungen zu anderen Adern sind oder zum Beispiel dadurch, dass eine Muffe, also eine Verbindung, die unter der Erde liegt, mit Wasser vollgelaufen ist, dass das Signal dann in die Erde reingeht. Das genau ist hier leider der Fall. Das heißt, wir müssen unseren Tiefbau da einmal losschicken. Der muss das Problem orten. Ja, also hier im Haus haben wir soweit alles gemacht, was wir machen können. Wir werden hier gleich noch eine neue Dose anbringen, dass hier im Haus alles fertig ist, dass nur noch der Tiefbau los muss. Und wenn der seine Arbeiten erledigt hat, wird der Anschluss wieder funktionieren. Der Kundin erklärt Tobias natürlich auch, was Jannik und er im Haus gemacht haben und gibt noch Tipps, wie der Elektriker später die Datenleitungen bestmöglich installiert. Auch wenn sie noch auf die Reparatur des Kabels im Haus etwas warten muss, ist Frau Becker dankbar, dass die Telekom-Techniker gekommen sind. Frau Becker, Sie haben keinen Moment gezögert und die Kollegen direkt reingelassen. Nein, ich habe nicht gezögert, weil jede Hilfe ist willkommen. Sie sehen ja selbst, was hier geschehen ist. Und wir sind froh, wenn elektrisch, Telefon, alles irgendwann wieder funktioniert. Wie ist denn Ihre eigene Betroffenheit? Wie war die Situation hier im Haus? Wir sind sehr betroffen. Wir waren anwesend, als das geschehen ist. Wir sind hier gestanden, das Wasser war etwa 60, 70 Zentimeter hoch. Wir standen draußen auf dem Eingang im Wasser und sind morgens von der Polizei mit dem Schlauchboot gerettet worden.
Wir haben die ganze Nacht hier verbracht. Das Wasser ist einmal durch den Keller gekommen bis an die Decke und ist dann hinterm Haus über eine umgestürzte Mauer ins Haus noch gekommen, sodass wir doppelt betroffen sind im eigenen Haus. Die Schicksale der betroffenen Kunden und die Eindrücke, die die schwer beschädigten Häuser hinterlassen, machen Jannik und Tobias zu schaffen. Doch das Feedback der Kunden motiviert sie immer wieder aufs Neue. Jannik, Tobias, wie lange seid ihr jetzt hier schon im Einsatz und was sind eure Erfahrungen bisher? Also wir sind jetzt die 3. Woche jetzt bereits hier und die Erfahrung ist äußerst positiv. Die Kunden freuen sich, dass wir da sind, dass wir Präsenz zeigen, dass wir gerade in dieser schwierigen Situation den Kunden helfen, so schnell wie möglich wieder ans Netz zu kommen. Was sind denn so die häufigsten Probleme, auf die ihr hier trefft im Hochwassergebiet? Die häufigsten Probleme sind tatsächlich die abgesoffenen APLs. Das sind die Kästen im Keller, wo das Erdkabel halt ins Haus kommt und auf das Hausnetz übergeben wird. Die Endleitung an sich, die halt von dem Anschlusskasten, wo das Erdkabel ankommt, bis zur Dose gehen, die sind auch oft betroffen. Die Telefondosen an sich auch sehr häufig. Und ein weiteres großes Problem ist das Kabel, was in der Erde liegt, was zum Verteilerkasten läuft. Da ist auch oft Feuchtigkeit drin oder die wurden beschädigt bei Tiefbauarbeiten, die ja momentan auch viel stattfinden. Es kann ja auch sein, dass ich selbst gar kein Wasser im Haus hatte. Wie kann es denn sein, dass ich dann trotzdem kein Internet habe? Die Kabel sind in der Erde aufgeteilt, das sind Verbindungsstellen in der Erde. Und es kann sein, dass der Keller trocken war, das Haus nicht betroffen war vom Wasser, aber unsere Hauptanschlusskästen bzw. die Kabel in der Erde Wasser abbekommen haben. Die Glasfaserkästen, die wir stehen haben, da ist aktive Technik drin. Sobald die mit Wasser in Berührung waren, ist die Technik defekt. Die musste erst ausgetauscht werden und erst dann kann der Anschluss auch wieder funktionieren. Das hat nicht unbedingt was mit dem Haus zu tun, sondern auch mit unserer Technik, mit den Verteilerkästen an der Straße. Jannik und Tobias machen hier im Hintergrund noch die Nachdokumentation. Morgen geht es für sie dann wieder raus auf die Straße. Falls ihr noch Fragen zu ihrer Arbeit oder zu dem Video hier habt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar und lasst uns ein Like da.